Was meinst du, warum ich Drogen nehme? Hä? Was meint ihr eigentlich, warum ich Drogen nehme? Hä? Mein Alter hat mich ewig betrogen, die F***e. Hä? Diese H***e. Das habe ich ihren Eltern auch schon gesagt. Ich bescheißen, Alter, ey. Dann noch mit meinem schlimmsten Feind. Drecks-Krüger-Scheiß, Schalker, ey. Hi, ich bin der Roland, ich komme aus Dortmund, gebürtig. 12.12.84, St. Josef Hospital geboren, Punkt 8. Ich bin drogenabhängig, seitdem ich 16 bin. Kiffen habe ich nicht vertragen, deswegen fange ich an zu gasen. Das kam besser für mich. Ja, was soll ich sonst noch sagen? Ich habe einen 16-jährigen Sohn, der soll die Scheiße nicht nachmachen, was ich ihm vorlebe. Er soll sich die Kacke nur angucken, dann weiß er, wie er es nicht macht. So, er soll Moped fahren lernen. Aber erst mit 18, mit dem richtigen Führerschein. So. Und er kriegt das erste Auto, kriegt er von mir bezahlt. Ich habe 2 Jahre Zeit, bis er 18 ist. Und dann kriegst du maximal 45 PS Keule, Alter. Mehr nicht. Schnelleres Auto gibt's nicht. Mehr kann ich mir auch nicht leisten im Moment, Alter. Auch nicht in 2 Jahren. Roland, du hattest gerade gesagt, du nimmst Drogen. Ja, Heroin, Kokain, Gas. Zieh ich schon seitdem ich 16 bin. Gas, Gras, Heroin, Kokain, LSD, alles. Die ganze Palette. Hauptsache knallt. Bier ohne Ende. Aber Roland, Gas, wie kommt man zu Gas? Also, Ja, beziehungsweise, wie hast du da angefangen? Da waren wir damals in der Garage und mit unserem Moped. So waren wir am Rumschrauben, die alle am Kiffen. Ich habe die Bon nicht vertragen. Ich habe mich zugekotzt und Absturz geschoben. So, und dann kam sie mit Gas rüber. So, dann habe ich mal probiert und es hat mir geschmeckt. Und es ging ab. Was ist das denn für ein Gefühl? Ey, du kriegst Hubschrauber im Kopf, aber richtig so. So, und dann hast du Hallos, Alter. Du siehst Sachen, die gar nicht da sind. Wir haben in der Ruhrwiese gesessen, weißt du, ich und der Völker. Wir sitzen da, ich ziehe mir da rein, er wollte immer nur Stimme machen. Ich habe Sachen gesehen in den Feldern, Alter. Immer, ey. Ich denk mir, da ist einer, da kommt einer, keine Ahnung was, ne? Ja, und dann kam von hinten meine Mutter, zack, ab nach Hause. Ich habe von meinem Vater vom Bau, ne, habe ich eine 11 Kilo Pulle genommen. Gas, kennst ja, ne, für hier Dachanflemmen und so, für Dachpappe. Ja, die habe ich mir auf meinen Sphära gestellt, meinen Poncho da drüber, den Schlauch raus, angedreht und Gas gegeben. Und das ist nicht gelogen. Ich brauche nicht lügen, das ist alles belegbar. Und das konsumierst du bis heute noch? Bis heute, aber heute nur noch ab und zu. Das Höchste, was ich mir an Gas reingezogen habe, da war ich mit meiner Ersten zusammen, mit Jasmin. 22 Pullen, 21 oder 22 Pullen an einem Tag. Dann bin ich umgekippt. Da war ich aber schon Matrose. Und dann musste ich, dann wollten sie mich mit ins Krankenhaus nehmen. Ich bin aber nicht mitgefahren. Ich sage, ich habe keinen Bock. Dann musste ich 500 Tacken zahlen, weil ich nicht mitgefahren bin. Aber gut, ich habe dann noch genug Knete gehabt. Ne? Da war noch genug Pader in der Tasche. Aber Roland, was heißt ab und zu? Wie viel ist es denn? Ist das ja, heute, also täglich gestern habe ich mir eine reingezogen und heute eine. So. Und wenn ich die Kohle noch zusammenkriege, will ich heute auch noch eine reinknallen. Weil ich habe noch bis zum 28. Zeit. So, solange habe ich noch Narrenfreiheit. So, dann sollen sie mich schreien lassen, dann sollen sie mich singen lassen, sollen sie mich tanzen lassen. Und dann so ein Scheiß. Solange ich allen respektvoll entgegenkomme, sollen sie mich bitte in Ruhe lassen. Ganz einfach. So. Und jetzt mache ich nochmal Presenting, unser neuer Club Bad Boys Körne. Wir sind gerade mal erst 2. Aber Roland, was hast du Schäden jetzt durch Gas? Was ist das denn? Hast du da Lungenprobleme dadurch bekommen? Oder nicht wirklich. Nur wenn ich was sind das für Schäden? Ich muss mal kurz durchatmen, weil dann komme ich ein bisschen aus der Puste und dann geht's wieder los. Dann kriege ich wieder Luft und dann geht die Reise los. So war es eigentlich. So. Und wenn mich einer so nennt, dann drehe ich am Hörnchen. Schon gar, weil meine Mutter erst gestorben ist. Und meine Mutter hat niemals für 30 € den Hintern an der Wand gedrückt. In der Linienstraße. So. Und da werde ich wild. Aber ganz wirklich. Das hat was mit Respekt zu tun. Ich nenne auch keinen Sohn. Mach ich nicht. So. Auch wenn sie eine wäre, würde ich es trotzdem nicht sagen. Weil derjenige, welche weiß es selber, ob sie eine ist oder nicht. Und ich weiß, dass meine es nicht ist.
Ich liebe meine Mutter, ich liebe meine Familie, aber die lassen mich im Stich im Moment. Was Mein ist da eigener genau Bruder hat mich nicht passiert? einmal im Knast besucht, nicht einmal. Weswegen warst du im Knast? Schwere Körperverletzung, fahren ohne Führerschein, besoffen gefahren. Ja. Und weil ich damals nach dem Dortmund-Spiel in Türken quer durch die Bahn gepölt habe. Von Dortmund Hauptbahnhof bis nach Hörde. Und die Bullen haben das da gesehen, die standen auf der Brücke. Die alte, die alte an der alten Wache. Die ist ja jetzt am Phoenixsee. Und da war ja noch die alte Wache. So, da standen sie auf der Brücke. So, dann habe ich ihnen noch voller mitgegeben. Und die haben das von oben schon sich beguckt. Aber komischerweise, normalerweise müssten die einen mitnehmen, wenn du über 2 Promille hast. Guck, ich hatte 2,8 oder 2,9 und die haben mich nach Hause gehen lassen. Wie lange warst du dann im Gefängnis? 2,5 Jahre. Und seit wann? Ein Jahr habe ich für den Türken gekriegt, ein Jahr für meinen Vater und ein Jahr, weil meine Alte mich angezeigt hat. Für deinen Vater? Ja, weil ich ihm auf die Schnauze gehauen habe. Nach 29 Jahren. Ne? Er sagt zu mir, er hat alles in den Klump gehauen. Wir haben ein dickes Haus gehabt, alles, Pool im Garten, Alter. Alles mit LKWs, Mopeds, Autos, alles war da, alles. Und er hat alles in den Klump gehauen, nur weil er Boot fahren will. LKWs verkauft an Holländers, allen Scheiß, nur damit er Boote holen kann. So, und dann sagt er zu mir, wir hatten keine Heizung, 5 Jahre schon nicht mehr, keine Heizung. Hör mal, drin war es kälter wie draußen. So, jeder kriegt einen scheiß Ofen, wie zu Großmutters Zeiten. Wie so ein Koksofen. So, nur Roland nicht. Und dann komme ich nach Hause, Mutter ruft mich an, Roland, wolltest du runterkommen essen? So, ja, was gibt's denn? Ja, Leber, hier Stampfkartoffeln und Erbsen und Möhrchen. So, alles klar, ich komme runter. Dann sitzt da der Marian, da der Bernd und auf Eck der Alte. Ich komme rein, wieso hast du noch kein Holz gehackt? Sagt der Alte zu mir. Und dann kam mir alles hoch. Alles, was er mir angetan hat. Alles. Und was er ihr angetan hat. Und dann habe ich ihn zusammengewichst. Und dafür habe ich ein Jahr gekriegt. Da sagt er noch zu mir, er will mir nur helfen. Na, von wegen. Normalerweise hätte der im Knast sitzen müssen. Weiß ich nicht wie lange. Der müsste heute noch sitzen für die ganze Scheiße. Roland, hast du denn da jetzt noch irgendwie Kontakt zu deinem Vater? Klar, ich bin der Einzige, der ihn anruft und fragt, wie es ihm geht. Mich ruft er ja nicht an. Er hat mich gestern noch angerufen. Da hatte ich mein Telefon noch. Hatte ich gerade auch noch, aber wieder verloren irgendwo. Klar, er ruft mich nicht an, aber ich ihn. Oh Mann. Roland, Also warum ich Drogen nehme? Hä? Was meint ihr eigentlich, warum ich Drogen nehme? Hä? Meine Alte hat mich ewig betrogen, die F***e. Hä? Diese H***e. Das habe ich ihren Eltern auch schon gesagt. Ich bescheißen, Alter, ey. Dann noch mit meinem schlimmsten Feind. Drecks-Krüger-Scheiß, Schalker, ey. Ihre beste Freundin ruft mich an. Ey, hier, komm mal hier runter mit deiner Karre, ich auch dabei. Komm mal ins Café Chaos. Alles klar. Sie breitbeinig auf den Tresen und er davor. Wenn er nicht Hacke gewesen wäre, wäre der Lachs drin gewesen. So, dann habe ich meinen Ring, den sie mir gegeben hat, habe ich weggeschmissen. Tschüss, verpiss dir. Ja und? Dann habe ich sie trotzdem wieder genommen. Und wie oft hat sie mich noch betrogen? Auf meinen Geburtstag. Es kommen ja keine Leute, weißt du? Ja, keine Ahnung, ey. Hier drückt sie mir, kommt so ein Tünnes und drückt mir eine Karte, eine Eintrittskarte für eine Hackeparty in der Hand. Damals Techno-Zeit und so. So, ich war ja auch Gabba. Ist doch scheißegal. Auf jeden Fall drückt der Typ mir das in der Hand. Ja, hier, da oben, Iserlohn, weißt du, das ist Hackeparty. Kannst du hinfahren. So, verpiss dich, Junge. Ich sag, ich bleib hier. Ich sag, kannst du die Scheiße, habe ich verschenkt. Ich sag, bis ja, da kannst du selber hacken, Alter, gehen. Echt, ey. Roland, kannst du ein bisschen über deinen Alltag sprechen? Wie sieht ein Tag bei dir aus? Ja, kann ich dir ganz genau sagen. Ich stehe so 9, 10 Uhr stehe ich auf. Dann meldet sich mein Darm, dann muss ich auf Toilette. Ich muss auch vorher, weil ich Wasser in den Knochen habe, muss ich öfters aufstehen, pissen. Weil deswegen komme ich auch so schwer aus dem Bett. Ja.
Dann gehe ich erstmal rüber zum Singen, gucken, dass ich noch ein bisschen Leergut habe, hole mir ein Bier. Wenn ich erstmal die erste Dröhnung habe, dann gucken, was der Tag noch bringt. So, kann alle 2 Tage kann ich nur zu Eikern. Dann kriege ich Kombi. Der hat meine Kontokarte. So, er vertraut mir soweit, weil er meine Kontokarte hat. Ja, dann hole ich mir Bier, brenne ich mir ein, dann spinne ich wieder ein bisschen rum. Kommt drauf an, wie viel ich getrunken habe und ob ich Wodka hatte oder nicht. So, dann spinne ich rum, dann tanze ich rum, dann schreie ich wieder rum, mache Leute an, dann falle ich mal kurz um und so eine Scheiße. Deswegen habe ich auch die ganzen Blessuren. Und dann mache ich einen Status bei WhatsApp, zeige ich den Leuten hier, was ich wieder für eine Kacke gebaut habe. Ja. Das ist mein Tag. Und dann jeden Morgen was Neues. Jeden Morgen habe ich einen Spießrutenlauf. Jeder guckt mich scheiße an. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich hoffe nicht so viel. Ich hoffe, ich war respektvoll. Ja, aber jeder, ne? Als wenn sie mich auffressen wollten. Aber Roland, wie soll es denn mit dir weitergehen? Ich meine, habe ich dir das schon gesagt? So, pass mal auf. Ich habe diesen Monat, bis zum 28. habe ich noch Narrenfreiheit. Und am 28.06. tanze ich morgens um 9 Uhr in Hagen Elsei an zur Entgiftung. So, dann wird 3 Wochen entgiftet und dann geht es wieder an mal hoch. Dann kann ich meinem Sohn wieder was bringen. Der hat schon lange nichts mehr zum Geburtstag gekriegt und dann geht es hier wieder rund. So, und dann versuche ich, das, was mein Alter kaputt gemacht hat, wieder aufzubauen. Ganz einfach. Das versuche ich. Mhm. Hast, So, du denn schon, was? hast du denn schon mal einen Entzug gemacht? Ja, schon 3 Mal. Also Entgiftung 3 Mal. Wie lange hat das dann gehalten? Wie lange hat das angehalten? Nicht lange. Ja, nicht lange. Aber ich bin langsam müde von der Scheiße, echt. Guck mal, ich gehe jetzt auf die 40 zu. Ich bin keine 20 mehr. Ich kann nicht mehr so rumspringen. Kann ich schon, aber mir tun jeden Morgen andere Knochen weh. Dann habe ich hier einen Fleck, dann habe ich da einen Fleck, dann tut mir das weh, dann habe ich hier, dann habe ich hier die 8 auf dem Rücken. Kein Bock mehr drauf. So, und ich will mal noch mal ein bisschen was von meinem Leben haben. Und ich möchte gerne noch mal mit meinem Sohn irgendwo hingehen. Wir wollten schon lange auf der Kartbahn. Weil Tierpark und Westfalenpark ist nichts mehr für ihn. Aus dem Alter ist er raus. Aber wir waren noch nie auf der Kartbahn. So. Die kenne ich auch in- und auswendig. Größte Kartbahn Europas, hier bei uns, in Hombruch. So, die geht über 2 Hallen. Ich kenne die Strecke. So, und das möchte ich gerne mal mit dem fahren. Und da waren wir noch nicht. Wo lebt denn dein Sohn Bei momentan? seiner Mutter, in Hovi. In meiner alten Wohnung. Gut, dass ich nicht wusste, dass ich wieder einfliege oder in Entgiftung gehe und so. Ich wohne nicht wahr. Da hatte ich noch die Nase kaputt, da hatte ich noch die Beule hier und alles. Ne, ja, auf jeden Fall die Nase dick und alles. Und dann bin ich aber zu ihm gefahren. Ich musste ihn sehen, weil ich wusste, ich fliege wieder ein. Zu viele Schulden, zu viel Dreck am Stecken und ich wusste es, aber ich wollte ihn unbedingt sehen. So, und das konnte mir keiner nehmen. Dann habe ich wieder Stress mit seiner Ma gehabt. Dann bin ich rausgegangen und dann auf einmal hält ein Auto. Weißer Ford Kuga. Sie, und dann geht die Tür auf. Mein Bengel, Papa, einsteigen, sofort. Wir bringen dich jetzt nach Hause. Na gut, nach Hause nicht, aber haben mich wenigstens ein bisschen Ablauf weggebracht. Ja, so ist mein Bengel. Roland, wie geht denn dein Sohn damit um? Weiß ich nicht. Der hat Probleme damit. Wir waren in der Küche, haben uns ein bisschen unterhalten. Es wurde ein bisschen lauter wieder. Ja, und dann stand er in der Tür, bricht die Tür auf fast so und sagt so, ey, ihr seid jetzt ruhig hier beiden. Ich kann mir das nicht mehr reinziehen. Ja. Dann bin ich rausgegangen, wutentbrannt, bin ins Feld rein und dann stand der Ford da neben mir. Papa einsteigen, ab nach Hause. Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen jetzt? Circa 3 Wochen. Ja doch, circa 3 Wochen. Ich finde es gut, Roland, dass du es nochmal versuchst mit dem Entzug. Muss, Kolle, muss. Ich will nicht mehr. Und ich kann nicht mehr. Ey, ich werde zu alt für den Scheiß. Ich will meine paar Jahre, die ich habe, ich weiß ja nicht, wie alt ich werde. Weiß ja niemand. So. Ich will wenigstens noch ein paar Jahre haben. Und das gesund, munter, fit, mit dem Moped unterm Arsch und Führerschein gültigen. So. Und dann möchte ich gerne noch weiß ich nicht, hier so eine russische, eine Ural holen mit Beiwagen und fährt mal kleiner mit. Kleiner ist gut, ey, der ist größer wie ich. Ja, das war's halt so quasi.
Was wolltest du noch wissen? Meine Brüder oder so, das geht zu lange sonst, glaub mir. Alles gut, Roland. Möchtest du noch irgendwas sagen? Mitteilen? Möchtest du irgendwas den Leuten noch mitteilen, Roland? Ja, möchte ich. Werdet nie so wie Roland oder wie andere Leute, die sich die Scheiße reinziehen. Werdet niemals so. Geht arbeiten, macht eure Ausbildung, passt auf bei den Lehrern auf und dann läuft das schon. Und dann fahrt ihr auch eine dicke Karre. Und das war's. Vielen Dank, Roland. Ich hoffe, dafür. dass du es schaffst. Nicht dafür. Ich versuch's. Versprechen kann ich nichts. Ach, dein Mikro.